Ja, hallo, willkommen zum Stream. Ja, das Finale von Security Beat steht da, ne? Das Finale Battle gegen Afton. Ich fange schon um 7 Uhr an, weil ich weiß jetzt schon... Mikrofon, Alter, was ist los? Ich weiß nicht, ob man es... Nein, zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht in den Videos vorhanden. Aber ich weiß nicht, was ist los. Aber das Mikrofon hat in letzter Zeit so oft die Tendenz, einfach nach links hier zu gehen. Und ich weiß nicht, warum. So, zum Glück verursacht das keine also keine Störgeräusche, sowie generell keine Audioprobleme in den Videos. Also bisher habe ich schon nichts gemerkt. Aber... es nervt. Bis ich wie triggern, das ist einfach, man nimmt so zum Beispiel eine Doki Doki Folge auf. Aber doch stimmt, in der Doki Doki Folge gestern ist das passiert. Und das ist, glaube ich, sogar einmal. Alter, jetzt geht schon wieder rüber, Alter. Ich verstehe es nicht. Es will einfach nicht mehr hier auf der Seite bleiben hier. Also, besser, es bleibt nicht gerade, es geht immer auf die Seite. Ich weiß nicht warum. Also ja, es steht das F-Finale an. Ich fange schon um 7 Uhr an. Weil ich weiß jetzt schon, wenn ganz viele Versuche brauchen und ich werde wahrscheinlich auf dem Internet schauen muss, weil ich es auswendig muss lernen sozusagen, weil ich einfach zu dumm bin. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das ausgeht, wie viele Versuche wir insgesamt gebrauchen werden und ja, aber das sehen wir ja. Ich bin noch voll nicht in der Verfassung gerade. Oh, das wird witzig. Das wird so wie. Ich bin definitiv nicht bereit dafür, aber irgendwann muss ich es bestreiten. Also wie gesagt, ich fange halt am 7 an, weil ich weiß, ich werde lange dran sitzen, aber wirklich lange. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier bis 9 Uhr geht. Es hätte mein Tag nicht schon schön angefangen, weil ich bin jetzt etwas Positives, das kann ich vom Tag schon mitnehmen, weil jetzt vor 20 Minuten? Ja, 20 Minuten ungefähr. Bin ich fertig geworden mit dem Editieren von allen Genshin-Videos, die aktuell, also von all den Genshin-Hangouts, die ich kann machen, nämlich jetzt als letztes noch den Legenden-Quest da. Habe ich schon vor einer Woche, ja, ich glaube, nach einer guten Woche aufgenommen. Und ich hatte noch den von Miko, den von Bell, und noch den auch Quest von Leo oder alles so. Und das konnte ich jetzt abschließen. Also ich habe jetzt eigentlich hinbekommen, das alles zu editieren. Jetzt muss nur noch alles gerendert werden, die Thumbnails gemacht werden. Das Mikrofon geht wieder zur Seite. Oh, und so noch alles. Aber editieren, fertig. Da muss ich jetzt warten, bis das nächste kommt. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dauert das noch ein bisschen, weil ich will bis dahin eigentlich schon alles hochladen, was ich aktuell habe. Was, glaube ich, schon die 15 Episoden sind, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Warte, wir sind. Euch kommt jetzt demnächst die 100. Folge raus, nämlich heute normalerweise. Ist es heute? Ja, doch, heute müsste die 100. Folge für euch rauskommen. Und dann haben wir 2 Ningguang, 2 Yunjin. Das kommt bald. Das ist auch einmal. Warte. 13 Episoden noch. Okay, 13 Episoden noch kommen auf euch zu. 14, wenn man noch die 100. dabei zählt dann. Okay. Ich habe gerade meinen Drucker angeschaltet. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht so viel im Hintergrund, Alter. Ach du Scheiße. Aber den Drucker direkt unten hier unten drunter und einfach. Ich bin gerade mit dem Fuß, habe ich den aktiviert. Wirklich nice. Ja. Ich würde mal sagen, wir springen hier zu Dings. Aber bevor wir Afton bekämpfen, machen wir noch eine kleine Werbepause. So muss man ja so machen. Nämlich die Therapie-Werbepause. Kennt ihr die nicht? Ja, es ist Zeit für so etwas. Wir werden die Dings uns die Discs reinziehen, also die CDs, weil die haben wir uns noch nicht angehört. Drucker, halt die Schnauze da unten. Also ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten. Hello, Vanessa. How are you feeling today? You look a little tired. Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been? You did so well with your calming protocols when we first worked together. Are you still using those? Yes? Okay, good. Well, now I understand there's a new issue. It came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job.
I come in and sit at my desk and do my work. Yes, yes, of course you do. Your performance. Wartet mal. Warum habe ich keine Untertitel mehr? Habe ich erst jetzt gerade gemerkt. Ne, hier ist alles gut. Video, I guess? Ne, hier ist gar nichts. Nein. Audio? Hier wahrscheinlich dann. Reviews are good. Okay, kommt But nichts. a routine check Komisch. of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. He's nice, I guess. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Okay, das war die erste Disk. Okay, also wir haben unseren Patienten mit einem Therapeuten. Und Patient ist natürlich Vanessa, wie wir herausgefunden haben direkt. Louis ist jemand von dem Fnaf AR-Team. Mit dem bekommen wir noch ein paar E-Mails in der Fnaf AR, wo uns anschreibt über roten Flaggen vom Suchsystem, von Arbeit, vom Arbeitscomputer, weil wenn das da relativ viele aktiviert wegen Sachen wie weit, wie lange dauert es, bis ein Mensch Bewusstsein verliert, wenn man ihn in die Hälfte schneidet oder so, was war's. Und noch lauter andere Sachen. Und viel mehr noch, viel mehr eben noch. Okay. Und anscheinend sind da encryptete Nachrichten mit jemanden jedoch erläutert. Ich werde das ja nichts dazu. Was auch gut kann sein, dass es wahrscheinlich Fanny ist, die mit Afton kommuniziert, aber weil das natürlich dann wahrscheinlich rausgedrückt wird, weil zweite Persönlichkeit oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall Vanessa nicht. Also Vanessa ist wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, ist Vanny, aber halt zwei Persönlichkeiten, wenn ihr versteht, was ich meine. So vielleicht. Deshalb sie es wahrscheinlich nicht in Erinnerung hat. Währenddessen sie es aber gemacht hat, weil ich habe ja höchstwahrscheinlich Kontrolle über sie. Es ist kompliziert, es ist eben Fnaf. Aber das war die erste Disk. Kann ich die zweite machen? Danke. Good morning. Isn't it a pretty day? No? What's the matter? Oh, right. Too bright. I'll pull the shades. Better? When the shade's pulled, it feels like we're in a cubbyhole or a cave? Yeah? So you're not talking to me again today? This isn't all that productive, you know. Don't you think the sessions are more successful when you talk to me? You know, everyone associated with this company gets performance reviews, right? When my sessions don't get results, my reviews aren't very good. If you don't want to talk for your own sake, how about for mine? You don't want me to get in trouble, do you? I could be put in the corner for a timeout. Yeah, you think that's funny, huh? Das klingt so, als hätten wir jetzt also 46 ist ein anderer Patient und klingt wie ein Kind. Aber das ist, glaube ich, die meisten, wo sich mit der Lore auseinandersetzt, schon bekannt, weil Matt wird sich damit auseinandersetzt. So, nächste. Hi, go ahead. Sit down. I don't know you. What happened to... Oh, we'll get to know each other in no time. Naja, I've read through all your files, so I feel like we've been talking for weeks. I feel like I know your dad, too. Bill, right? Your dad's name was Bill? William. I'm sorry, what did you say? I try to do what I'm supposed to do. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Do you want to talk about how that felt? I suppose I don't need you to tell me it felt bad to have a parent scare you into saying things that weren't true. He manipulated you.
It wasn't your fault. It's really sad. But it's common for one parent to use their child to hurt the other parent. I know your mom after she lost the custody case. I was supposed to be a good girl. What happened to her had nothing to do with you, even though it was your testimony that did it. Was that testimony true? No, I didn't think so. But your dad is to blame, not you. Okay, es gab also ein Custody-Battle über wer das Kind hält. Oder die Kinder, weil normalerweise hat die Afton Family, weil das ist ja definitiv die Afton Family, wie man merkt, aber bei Bill, wie komisch jetzt klingt, das habe ich auch erst vor kurzem rausgefunden. Bill ist im Englischen kann eine Abkürzung sein für William, also William Afton natürlich, bei mir das heißt gerade William heißen dann im Spiel. Es kommt aus, wenn ich richtig verstanden habe, so korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es kommt, stimmt, ich habe ganz mal Steam hier im Hintergrund auf. Es kommt vom durch Literatur, weil Bill man besser konnte benutzen in Gedichten und alles, also besser ausdrücken konnte, alles als statt Will wurde Bill zu einem wo wird Bill benutzt für, was kurz ist dann für William. Ziemlich schwer, aber ja. Und wenn ich richtig liege, hat man entweder in Dateien oder irgendwo, also irgendwo im Spiel kann man etwas finden, wo Bill A steht, was ja dann einfach Bill Afton wahrscheinlich ist und also William Afton einfach. Also das heißt, Vanessas Vater ist William. Weshalb auch die meisten denken, dass Vanessa aber irgendwie dann vielleicht Elizabeth ist, aber warum heißt es dann anders? Oder gibt es eine große Schwester? Na, wie alt wäre Vanessa jetzt eigentlich? Wenn man sie so schaut, wie alt sie wäre so 24, ne? Aber das kann ja nicht sein, weil wenn sie dann gezeugt wurde, da war Afton ja schon längst im Springtime und ach du Scheiße. Oder hat Afton einen Henry gepult und hat einen Roboter von seinem Kind gemacht? Oh, bitte nicht. Sag mir nicht, das was im Buch... Also, Spoiler, also für die, die es nicht wissen wollen. Im Buch Dings gibt's Charlotte, das Kind von Henry, was am Ende sich entpuppt als ein Roboter. Nämlich 4 Varianten. Es gibt einmal als kleines Kind, dann als Tween, also so 10, 11, dann so Teenager und dann noch eine erwachsene Frau. Und ich könnte noch viel mehr drauf eingehen, weil es gibt noch viel mehr, wo man darüber kann erzählen. Aber wenn ihr das mehr darüber wollt, dann, ich weiß nicht, schaut Madpads Theorien darüber an oder lest euch die Bücher selbst durch, auch wenn das ziemlich paid ist. Ich habe es erst vor kurzem wieder gemacht. Ich habe aus irgendeinem Grund vor, irgendwie alles wieder zu lesen, weil ich hatte vor 2 Monaten oder so, glaube ich, was war so, ich weiß nicht mehr, wann es war. Auf jeden Fall vor kurzem hatte ich, also in diesem Jahr, bekam ich die restlichen Fastback Fights Bücher und ich habe gedacht, ey komm, es wäre doch übel schlau wahrscheinlich wieder alles zu lesen. Ich bin bisher, habe ich jetzt die ersten 3 Bücher wieder gelesen, also The Silver ist, The Twisted Ones und The Fourth Closet habe ich wieder gelesen. Ziemlich interessant, das wieder zu besuchen, also das ist sehr weird. Und ich habe auch das erste von den Fastback Fights Büchern gelesen. Also das Buch. Und jetzt fehlen mir eben nur noch die 10 weiteren. Aber aktuell leitet sich jemand meine Fastback Fights von 2 bis 7. Ja, müsste glaube ich 7 sein aus, weshalb ich eben nicht weiter kann lesen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich habe wie so andere Bücher, wo ich gerade beschäftige. Also zurück. Okay, das heißt... Wir haben einerseits Patient 71, was Vanessa ist, das ist ja eindeutig irgendwie so. Und dann haben wir noch ein kleines Kind, wie es scheint, weil er von der Art und Weise mit in den Eck sitzen, 5 Minuten aus, Timeout und alles so. Ja, das ist definitiv ein kleines Kind, zu dem wir reden, was ja auch von den meisten behauptet wird, glaube ich mal. Aber warum würde Gregory, also das Gregory gegen die meisten, weil das ist ja eigentlich das einzige Kind, was jetzt in den Kopf kommt. Oh, es ist so weird, Fnaf! Nächste. You're not going to talk to me? No? What's Und the rede doch problem? kein Wort. Oh, the flowers?
Yes, these are particularly fragrant today, aren't they? I'll move them. Okay, sensory overload. Now, let's see. What are you looking at? You're amazingly alert, aren't you? All right. Well, I'd like to have you tell me about yourself. But I can see that you're not going to do that. Or are you? All right then. If you aren't going to talk to me, I'll just go by these notes. You just sit there and be comfy. Or not. That chair doesn't really fit you, does it? Well, this won't take long. Let's see. Your previous counselor is no longer available. Does that bother you? No? You don't look surprised to see me sitting here instead of your last therapist. Well, then, let's get to it. I'll admit that some of what's in your file is a little surprising. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious side, right? And I'm surprised by your knowledge of computers. You're something of a phenom. Do you know what that word means? It means you have unusual skill, like a hacker. I assume you know what a hacker is. Yes? Do you think of yourself as a hacker? Ja, definitiv ein kleines Kind. Hört man ja. Den Unterschied zwischen Vanessa und Patient 46 ist ja eindeutig. Man merkt, wie Vanessa einfach wie ein Erwachsener behandelt wird, während hier ist wie ein kleines Kind. Oder 10-Jähriger oder irgendwas. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall ein Kind, auf jeden Fall nicht volljährig. Ich habe auch ein Detail ich weiß, ich habe eine Vermutung, aber das muss ich jetzt testen, wenn Vanessa wieder dran ist. Good morning, Vanessa. Okay, ne. Let's jump right in, shall we? I got a message last night about you, and I have to be honest, it was upsetting. Apparently, the IT department has put together a pretty lengthy report chronicling non-job related communications that have been coming to your computer. The fact that you're still doing something obviously not work-related on the job is disturbing enough. But what bothers me about what I read is that the messages you're getting seem very manipulative in nature. Do you know who I'm talking about? I get a lot of messages from friends. I like when Lewis writes to me. He's funny. I'm not talking about Lewis. You know who I'm talking about. Why won't you open up about it? No. What you might not know is that this person who's been sending you messages has been hacking into your personal files too. These are the same files I have here. These files are full of details about your life. Do you know what that means? I'm not in the tech department. I just type on the computers. I know that. But what matters here is that this person who is contacting you knows a lot about you. Lots of people know more than I do. Sometimes I need to listen. Ich bin gerade confused. Kann es sein, dass die Person, wo wir Vanessa weiß und alles so, dass es Glitch-Type selbst ist gerade? Oder ist es Gregory? Aber warum würde Gregory? Ah! Fnaf. Next. Good morning. It's good to meet you. I've read your file, so I'm up to speed on what you and your previous therapist have Wieder worked neuer on. Therapeut. Sure, you can have a candy. I'll have one too. You look chill sitting there like that. Not a care in the world, huh? All right. Well, I'd like to start by talking about your parents. What happened to them? And you? It's tragic. But when I looked through the notes, I didn't get a sense that you've processed that emotionally. When I read your account of what happened, it came across as, well, more of an objective rather than a subjective narrative. Oh, sorry. You don't know what that means, do you?
What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past. That makes me think you've cut yourself off from it. Is that right? Not sure? Well, I see in your file that you spend a lot of time by yourself and are good at self-dialogue. You know what I mean? Asking yourself questions and getting answers. So maybe you should ask yourself how you really feel about your past. Maybe you should give yourself a chance to really look at what happened and let yourself be upset about it, so you can let it go. Zwei haben eine traumatische Vergangenheit. Eventuell sogar die gleiche. Hi, Vanessa. Would you like a candy? Butterscotch today. No, thank you. Those have 35 calories apiece. Well, they taste good to me. Okay, I thought we could do something today that will help us get to know one another better. It looks like you've never taken an ink blot test, right? No? Okay. Then I'm going to show you some ink blots, like this one. And I want you to tell me the first thing it makes you think of. Here we go. What do you see here? A treehouse. It does look sort of like a treehouse, doesn't it? Do you like treehouses? I like to sit outside and read. That's good. Now, what about this one? A beetle. Really? Looks like a face to me. That's very interesting. Ein Treehouse und eine Beetle. Das irgendwas bedeutet, vielleicht etwas an den Büchern. Have you thought more about what we talked about? In our last session, you told me you were sad and scared about what happened to you. I suggested you write down exactly what made you so sad and scared. Did you do that? You know, I work with people of all ages, from little kids to the very elderly, and everyone reacts to tragedy differently. Tragedy always leads to a feeling of loss. It's a hole that feels funny, right? Yeah. So, if you could process those feelings, how do you think it would affect your fantasies? Would you keep them in the way they are? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was What ich are you sagen. Ich konnte doing? nur durcheinander. Oh, you like those? I do too. They smell so sweet, don't they? Apparently, the janitor on this floor has a garden and has been putting bouquets in the offices here for years. Do you ever grow things? No? I work a lot. I know you do. Maybe more than you should. More free time would do you good. Do you have a hobby? No? Perhaps we could find one for you, like a sport. No? I have a craft space in my basement. Maybe I could come up with something you could learn to do. I don't like dark basements. Gefällt dunkle Keller nicht. Bisschen wie Baby. Ja, Jahre daran. I'd say make yourself comfortable, but I think you already are. Okay, It noch looks einmal, like you could Vanessa. take a nap. That's a nice chair, isn't it? According to these message logs, you've been working pretty late over the last Okay, couple sie of wird weeks. sterben. Or not working. Are you ready to talk about who you're interacting with? From what I can see here, the interaction is getting more serious. Is it distracting you from your work? My work is important. There's a non-disclosure agreement. Ich wird jetzt sterben wahrscheinlich. Aber jedes Mal jetzt, falls ich es sich bemerke, jedes Mal, wenn die Nachrichten angesprochen wurden, dann sie so drauf war, der Therapeut tot. Das heißt, entweder sie lebt jetzt noch oder sie ist tot. Also auf jeden Fall nur noch Good diese morning, Vanessa. Okay, sie lebt noch.
Well, I can't blame you for looking out the window instead of listening to me. It's a gorgeous day, isn't it? I like the blue sky. So do I. Now, let's see what we can get done on this nice sunny day. Okay, here we go. I know part of your job requires you to do online searches, but a routine audit of your search history has revealed that you're doing a little private searching on company time. Is that right? I get breaks. That's true. So, on your breaks, it looks like you were shopping for a costume. You purchased some fake fur material. What are you gonna make? What was that? Huh? Did you say the costume is a secret? Why is that? I can't talk about this. He said he would always be watching. He could be here, or there, or anywhere in between. Are you talking about your dad? Have those feelings come up again? I hate sounding like a broken record, but this is something you really need to resolve if you're ever going to be happy. I have. I compartmentalized him. He's locked away. No, that's not what I mean. You can't just ignore an issue. You have to face your memory of the experiences and process them so you can let it go. So you don't get triggered anymore. You can use a sort of self-dialogue to release these things. I don't like doing that. Well, okay. We'll get back to that. I'd really like to know something about this costume. What's it for? Ah, ich bin so durcheinander. Also Glitchtrap schaut immer natürlich, was ich auch sehen muss. Also er hat ja eigentlich Kontrolle von Vanessa. Zwar nicht komplett, aber teilhaft. Ist sozusagen vorhanden. I understand you'll be transferring to a different location soon. Skate I'll be Beach. sorry to see you go. I think we've been making progress, don't you? You can request to come back and speak with me more on your own time, though. Did you know that? Our sessions don't have to be company mandated. I have all sorts of clients, Vanessa. I don't just work with corporations. I work with individuals and small groups. I even work in schools. I'm wherever I'm needed. I'm needed somewhere else now. Thank you. Okay, das war für das Ding jetzt, dass wenn es zu einer anderen Location geht, höchstwahrscheinlich der Job als Night Guard hier im Megapizzaplex. Ich finde es aber interessant, dass wir jetzt die ganze Zeit nur von Vanessa hören, dass wir nichts mehr von Patienten 46 bekommen. Aber wahrscheinlich jetzt. When Yeah. I'm getting to know a new client, Oh, I like neuer to start Therapeut. by finding out directly from them what they like to do. How do you spend all the time you have? Nothing. Well, how do you feel about sports? You like sports? Yeah? No? Oh, I get it. You like to watch them, but not play them. You like being inside, don't you? I get that. Lots of weird stuff outdoors, isn't there? Yeah, I understand. Well, I hate to do this right off the bat, but I've been directed to ask you about this. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. And apparently, all 3 of your former therapists have gone missing. Or 2 of them are missing. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. I'm not clear on the circumstances. Apparently the police don't have any evidence. How does all of this make you feel? Maybe I should be watching my back. Yeah, that's funny, isn't it? Okay, shall we move on to something lighter? Okay, also 2 sind verschwunden oder besser auch tot. Ja, und Jan ist tot. Aufgefunden. Durch Maschinen.
Nur der schwer. Gregory. Stitchwave von den Büchern, also wäre es ja noch, wenn der jetzt vorkommt, Alter. Noch Do you einmal know a place Gregory. called Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex? Oh Gott. I'll take your silence as a yes. And besides, I know you know it, because the technicians who work for Pizzaplex know you. Or rather, I guess it would be better to say that they think they do. They report that they've caught you on camera, or at least it appears to be you. Nothing to say about that? Well, the techs are convinced that you've hacked into their system many times. Although, I'll admit I don't see any proof here. Seems like they have more of a gut feeling than fact. But apparently, the hacks are causing all kinds of problems. You get a kick out of that? The idea of techs running around like chickens with their heads cut off? Yeah, that's a funny image, isn't it? But seriously, I have to say that I think it's weird that you'd spend so much time in such a busy, social place. You seem like more of a loner to me. Lots of time by yourself instead of with friends. Lots of time talking to yourself. Right? Is it the electronics you like? I saw in your file that you have developed software programs that talk to you in repeat phrases, right? The program asks you questions and prompts you for responses. It's kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? When I saw some of your recent encrypted conversation logs, that's what I thought I was looking at. It felt like I was watching someone go back and forth in their own head. But the techs found something that's different than that. When I read what they found, at first, I thought I was looking at more examples of you just talking with yourself. Then I realized it was different. When I study this, it sounds like there is someone else responding to you. Who is it? Okay, das erste Detail, was mich erwischt hat, ist das mit dem Programmieren von etwas und das Antwort zurück. Es erinnert mich ein bisschen an etwas aus den Büchern, wo Charlie, also das Kind von Henry, aus Einzelteilen von alten Maschinen oder Spielzeugen kreiert von ihrem Vater etwas zusammenbaut, was miteinander reagiert und mit der Zeit sich weiterentwickelt, also lernt zu sprechen mit anderen oder so, oder besser mit dem anderen Roboter, also zwei Robotern sozusagen, miteinander reden und immer mit der Zeit mehr und mehr dabei lernen und alles so. Das hat mich als erstes ein bisschen erwischt und dann das mit jemand anderen reden, das heißt Patient 46 redet dann mit Vanessa wahrscheinlich. Ich weiß nicht warum, aber es klingt so irgendwie, als wäre auch ein Teil von Glitchtab irgendwie in Gregory dann? Weil irgendwie scheint das gleiche, was Glitchtab mit Vanessa anstellt, das genau das gleiche Gregory macht irgendwie. Wenn nicht sogar schlimm. Ah, es ist so weird. Okay, wir haben noch 2 Discs. I saw Und some schon wieder so Quetsch. inkblot test results in your file. Schon wieder ein I like iPad. inkblot tests. Hm. You want to do one? Yes? Okay. How about this one? What do you see? What? You want to hold it? Okay. You think it's a mask? It reminds you of a mask? Like a disguise? Yeah, I can see that. You like the idea of being disguised? Disguises let you be sort of invisible, don't they? You can get away with almost anything when you're invisible, can't you? Yeah, you like that idea, huh? Well, okay, moving on. I have another report we need to talk about. Oh, du bist tot, glaube ich. Apparently, the techs were reviewing communications going in and out of this building, and they came across some interesting things. They say you were in communication with someone. Or maybe something. Pretty strange. What do you think about that? Nothing? Well, the techs say it looked to them like it was an attempt to manipulate you, or maybe to lure you somewhere.
That's better. On this side of the desk, I can see your eyes. The thing is, when I read the communications, I get something different out of them. I don't think you're being manipulated here. I think you're the one doing the manipulating. No comment? Huh? Okay. Then how about this? I have this still shot the techs pulled from the security footage that recorded you in the Pizzaplex. That's you, isn't it? I know this image is distorted, but I think it looks like you. And you're not alone here. You're talking to someone. Or something. It's hard to tell. What are those things? They almost look like rabbit ears. What? You find that amusing? Well, I guess it is. Was hat Gregory und Vanny geredet? Die haben uns jetzt hier... Ich verstehe gar nichts. I got another message from the techs at the Pizzaplex. I'm afraid it's about you again. The techs have been struggling to fix some serious glitches with the robots. I'm not sure what exactly is wrong, except that it's making the robots more eerie than entertaining. You like that? Eerie instead of entertaining? Thanks, but it's really not that funny. Apparently, the glitch extended beyond the robots. It went system-wide. It began infecting all the machines, and when the techs traced the glitch back to its origin, it led them to you. I'm not going to pretend to understand everything I'm reading here, but what I get is that the system-wide glitch was like a cascade that was broadcasting a very dangerous message. While the techs were trying to reprogram the system to remove the glitch, the source of the glitch shifted. You'll have to excuse me, I'm not all that familiar with computer programming, so I might get this wrong, but what I understand is that the glitch stopped being a glitch and turned into an intentional set of subroutines that were aimed at creating the same thing the glitch created. Those subroutines seem to have come from you. Can you explain that? Listen, I'm on your side here. Our sessions are just between you and me. The techs can't prove what they think, so you're not in trouble. I just thought you could tell me what you're trying to do. Maybe if we could get to the bottom of that, it could help you. What do you think? Still not talking? All right. Well, then let's do this. Why don't we talk about the research I did in your past, shall we? Some therapists think they should only focus on information they get from their clients, but some therapists, like me, think it's helpful to find out about clients from other sources. Wanna guess what I found out when I looked into the tragedy of your past? All that stuff about your parents? You aren't even gonna look at me? Fine. You can look at the floor all you want. But it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. The truth is, you had great parents, a great childhood. Why did you lie? Look at me. Tell me why you lied. Well, I can understand why you might feel angry about the way I just confronted you. Why don't we come back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. Okay, ich wäre dann auch tot. Ey, das wirkt so, als wäre Gregory irgendwie... Korrigiert mich, ich falsch bin schon wieder nicht wirklich gerade der Beste, was so Begriff angeht, aber es scheint so, als hätte Gregory wie ein Trojan Horse gewirkt für den Glitch-Tab-Virus, aber... was für Law Implications das dann wieder hat, ist auch wieder eine Frage, ne? Ah, hier.
So. Okay, wir haben alles dann uns Ah, was zum Teufel, Alter. Wieder einen anderen Speicherplatz. Vorne Speicherplatz. Hier. Ja. So, dann beenden wir. Und dann spielen, laden und dann nehmen wir den Nummer 20. Ich habe schon vorbereitet und alles so. Ich habe dran gedacht. Und dann... oh Gott. Und dann sind wir normalerweise... nach dem Ladescreen natürlich. Wenn du nicht weißt, wo du hin musst, sieh die Missionsseite auf deiner Firewatch an. Dort findest du Hinweise auf dein nächstes Ziel. So, da wären wir. Ich habe schon, wie ihr seht, vorbereitet mit den Speicherplätzen. Ich bin schlau. So. Afton, ich komme, du Wichser. Oh Gott. Also nach einer Prügel von Lore, die ich gerade in die Fresse bekam, geben wir uns jetzt noch mehr in die Fresse mit Afton, Alter. Oh Gott, die Gott. Das wird ja was. Also, hier hin. Ah, okay. Ist doch auf mein... Okay. Hat geladen. Hätten wir fast, wären wir vor den Tod gesprungen. So. Hier wären wir. Alter, das sieht schon krass aus. Gibt mir ein bisschen gerade Angst sogar. Ein bisschen angsteinflößend, muss ich sagen. Also hier ist normalerweise irgendwo ein Gitter gewesen mit... Oh, nice, danke, Freddy. Wenn normalerweise ein Gitter mit wo man Montys Clown schon aufmacht, ich glaube, das ist das da hinten, das haben wir auch schon aufgemacht. Und jetzt hätten wir noch Chica gebraucht, aber jetzt haben wir es. Kann man es nicht aktivieren? Nee. Fastback Freddy Mega Pizzaplex, okay. Keep out. Gregory, be careful. This elevator does not appear to follow any safety protocols. I do not think it can survive more than one trip. Egal. Bist du sicher? Gefahrenzulage. Yes, let's go. Afton, du Wichser. Komm her. Oh, das klingt ja sehr, sehr happy. Das gefällt mir gar nicht und gar nicht. Dum 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 dum. Dum 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 da 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 dum da 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 da. Ah, da sind wir ja. Ach, das sieht doch sehr gesund. Ach du Scheiße. Alter Freddy, du kommst wirklich von den besten Orten, ne, Mann. Alter, ein riesen Freddy-Kopf. Alter, was ist denn das? Was macht ein riesen Freddy-Kopf denn hier? Das ist so weird. Oh, hell no. Oh Gott. Ne, ich spiele das hier safe. Ey. So. Okay. Kein Bock auf euch. What are you doing? Magie. Okay. Damit hätten wir alles.
Ach du Scheiße. Da gehen wir gleich runter. So, wir laden dich mal komplett auf. Aber dich brauchen wir. Ah. Okay, hier ist nichts, also gehen wir runter und müssen mit Freddy, sonst sterben wir. I know what this is. I have been here before. She brought me here. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to, but I had no choice. Now I have a choice. I have changed. My friends are here. They are so angry, confused. But I can protect you. I am not me. Oh. Oh, Scheiße. Here we go. Moin, moin. Wen haben wir denn da? Fucking hell. The motherfucker returns, Alter. Ah, Scheiße, Alter. What was that? Are you okay? He is trying to take control of me. Verbrannt. I do not think I can fight it for long. He? What is that thing? It's Roxy! What do I do? The doors will not hold her. Hide! Scheiße. Alter, mein Herz klopft gerade wie verrückt. Okay, sie ist nochmal da. Oh! Verpiss dich doch! Ich werde es nicht riskieren, glaubt mir. Geh weg. Roxy, geh einfach nicht weg.
kann nichts machen. Roxy geht einfach nicht weg. Ne, sie kommt immer direkt zurück. Ich hab keinen Bock mehr schon, ne? Ne, sie ist nochmal direkt hier. Würde sie nur für eine Zeit da hinten bleiben, könnte ich es machen. Ne, sie kommt direkt sofort zurück. Ich würde es ja riskieren, aber nee. Roxy ist mir viel zu riskant. Sie verpisst sich nicht. Ich kann nichts machen. Warum? Hä? Warum bist du jetzt auf mich zugekommen? Och, Menno. So, wo spawnen wir? Ah, leck mich am Arsch. Okay, jetzt schauen wir. Muss ich diese Generator anmachen? Wenn nicht, das wäre nice. Verdammt. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe jetzt schon Bock, eine Cheat Engine zu installieren und einfach mich invincible zu machen, bevor wir das hier noch 3 Jahre ziehen. Ah, komm, wir nehmen noch jetzt mit. So. Nee, okay. I know what this is. I have been here before. She brought me here. I found myself for the first time when I cleared the path. I did not want to. I am not me. Stop him. What was that? Are you okay? He is trying to take control of me. I do not think I can fight it for long. He? What is that thing? It's Roxy. What do I do? The doors will not hold her. Hide! Bleib draußen.
Oh, wow. Oh, ich bin eben riskant. Ach du heilige Makrele! Oh! Geil. Oh! Ich mach mal kurz eine Pause. Das ist kompletter Stress nur hier. Okay, ich muss kurz das Verschauen gehen. Fnaf Security Beach. How often do you need to press the button for Afton? Damit ich weiß, wie oft ich mir das noch antun muss. Final Boss Guide. Alter! Oh! After failing, nein, ich will keine Werbungen. The fight, now the rules to fight on paper are quite often won't outward get well between the real crime, this room, you try to control the button is into my name, so while this is fairly straightforward test, you will be keep your fun time, making me fun. Sometimes, if Afton's playing fight first person will be against Chica, Martin rocks in random order, what you want to club, but you cannot name one or the if turn around, should be able to track where Afton's going, all I always wait at the middle, Marty after being burned using left or the right bonus. As for the other one, yeah, the fact is that you could let look by. One to the vent next to the middle monitor, lock it down, you hurl Monty approach, bang on the leave, meaning you're safe, unlock the vent, return to modest. It walks the appears on if one is the monitor, but it's gonna be more finicky. You'll be able to hear recurring so much Afton on the monitors until you hear a curse right next to you. Make sure Afton is going to corrupt Freddy, then hop in just as walks the enters room. You want to face and use Chica's voice box to scare her away. Ich muss. Okay. This can be annoying as Freddy will quickly run out of power or eject you during the encounter. It's quite buggy, so make sure you use voice box as fast as possible. Walks will one for the room and you can unlock them. Face to it with all ghost plan. Face will must be about endurance, unless after reverts to phase 1. Nothing will come after you unless Freddy is successfully corrupted. You'll hear rumbling below the chamber and then tentacles begin erupting forward. This will kill you if you get too close, so you want to stick to corners and continue to be so after sequence moves between cameras. The best tactic is here to crouch next to the middle monitor, watch
after moves up, he will study will leaks out the white bar if he moves up call Freddy use him to navigate to the monitor on the left. You can make it over to the left monitor without Freddy, but you're invincible while inside him, and seeing as the left monitor is the hardest to get without being snagged by a tentacle, it's a huge help. Keep burning Afton when it optimizes. After pressing a button on the left right terminal, return to the middle terminal afterwards, come back to the other thing, but then Afton fight will come to the calculation. Verpiss dich! Das klappt nicht. What are you doing? Okay. Ich hab's jetzt verstanden, wie es geht. Okay. Und wie geht's? Look out, it's Chica. Shut Okay. the doors. Okay, also bei Chica soll man die 2 Türen checken, okay. Und kurz bevor sie jetzt da ist. Tür zu. Und wenn sie sich zurückdreht. Okay. Okay, ich wollte nur kurz checken. Der ist noch in meiner Mitte, der Wichser. Okay. Watch the vents. So, man hört gleich ein Geräusch. Fuck! Okay, hier ist nicht. Hier. Okay, hier sind wir am sichersten, habe ich herausgefunden vom Internet. Ach du Scheiße, Alter! Save and Sound. Ich hab so Angst gerade. War das gerade noch ein Tentakel? Ich muss warten, wie das weggeht. Weil ich musste hier in die Mitte, weil Afton war auf der Seite. Geh weg! Ja! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft vom 3. Versuch! What the fuck? Fick dich, Afton! Verpiss dich von hier!
Seele! Als ob wir bis zum Dreh. Oh mein Gott! Alter, meine arme Nachbarn, die schlafen noch gerade. Wahrscheinlich. Oh mein! Oh, meine Seele! Drucker, halt die Schnauze! Oh Gott, ich dachte, wir würden viel länger noch dran hängen. Ich mach gleich einen Herzinfarkt. Alter. Oh Gott. Oh. Oh. Alter. Ich will nicht wissen, wie happy ich gerade bin. Alter. Dass das beim dritten Versuch geklappt hat mich sehr gewundert. Ich dachte wirklich, wir würden jetzt noch eine gute Stunde dran nicht zweifeln. Das heißt, wir würden so bei 10, 20, 30 Versuchen sein. Aber am dritten Versuch, oh, ich hab so, Alter, ich fühle mich gerade so schwindelig. Ich hab so Adrenalin gerade. Oh, Alter, ich brauch mal Wasser. Oh, ich fühle mich gerade nicht gut, Alter. Oh. Alter, es hat mir ja mehr Stress gegeben als meine Prüfungen in der Schule. What the fuck? Aber ja, wir haben das Spiel abgeschlossen. Oh, es hat ja länger gedauert, die CDs anzuhören, als das Spiel zu schaffen. What the fuck? Wir haben es geschafft. Wir haben Security Breach abgeschlossen. Jedes Ending, jede CD, jedes Geschenk, jede Nachricht. Wir haben's. Wir sind raus. Wir haben den Megapixelplex abgeschlossen. Ach du Scheiße. Oh. Oh, die Musik ist schon wirklich geil gerade. Oh, Alter. Oh. Scheiße, ich hab's erst viel später abgeschlossen wie manch andere. Die meisten haben es schon, glaube ich, im Februar oder so abgeschlossen, wenn nicht sogar eigentlich schon im Dezember. Also wenigstens Januar eigentlich sogar schon. Ich hab's erst jetzt im April abgeschlossen, aber ist mir scheißegal, ich hab's abgeschlossen, ich bin happy. And a huge thanks to our family and friends supporting us as we poured every ounce of passion we've got into this game. We could not have done it without all of you. In memory of our friend, Mike Hoffman. Oh. Wir haben's. Wir haben das Spiel abgeschlossen. Oh, Alter. Oh, Alter. Spielen. Spielladen ist jetzt das automatische Speicherung ist vom 15.04. Also sind wir bei Afton dann. Okay, ich würde sagen, wir machen all die Vieren diese Scheiße hier. Alter. Gehen hier rüber und machen wir mal das. Oh, meine Fresse. Ach du Scheiße. Wir sind fertig mit diesem Müll. Und nächste Woche gehen auf Fnaf 3. Ich hab keinen Bock. Aber egal. Oh, wir haben Security wieder abgeschlossen. Alter. Ich habe seit langem mal wieder ein Fnaf-Spiel abgeschlossen. Zu 100%. Okay, 100% ist ja Security ein bisschen anders, weil links. Aber alle Endings sind alles so. Also was Achievements angeht, habe ich noch ein paar Sachen zu machen bei Security Beach. Aber das werde ich wahrscheinlich privat wieder so machen. Aber auch erst wahrscheinlich, wenn wieder ein neues Update kommt, mit wo dann die Größe runtergeschraubt wird und auch wahrscheinlich Performance Issues oder so. Aber das sehen wir dann noch. Wahrscheinlich werde ich dazu etwas wahrscheinlich. Oh Gott. Entschuldige. Jetzt werde ich wahrscheinlich irgendwas in den anderen Fnaf Streams dann erwähnen. Wie zum Beispiel Fnaf 3 oder 4. Hängt davon ab, wie schnell das kommt. Wahrscheinlich eher Fnaf 4, aber ich glaube bis dahin. Ich glaube erst in den Zeitraum, wo wir dann bei Fnaf 4 sind, glaube ich, wäre doch etwas eingeschmeißt. Das kriegt mich wieder mal reinkommen. Oh, wir haben eine Spielzeit von fast 23 Stunden, ey. Hui.
Also mir fehlen noch 5 Achievements, weil das letzte Achievement, also man bekommt ein Achievement, wenn man alles hat, das kann nur, dementsprechend kann es ja nur noch, deswegen sind eigentlich nur noch 5, wenn man so schaut. Oh. Finde den Ursprung von Roxy's Wasteways Problemen. Gefahrenzulage. Ja, haben wir. Wir haben es definitiv gefunden. Wir haben noch einen großen Mixer gefunden. Amüsieren wir uns. Erzielt das gute Ending. Also ich weiß, es gibt ein Achievement, was man bekommt, wenn man das Spiel durchbekommt, also ein Ending kriegt, am besten das Game-Ending, wenn man sich einfach will, indem man dann kein einziges Versteck benutzt. Werde ich wahrscheinlich probieren. Ich frage mich auch, unter Versteck auch Freddy zählt, höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen werde. Oh, wird schauen, wie ich das mache. Es gibt wahrscheinlich Möglichkeiten, wie das. Ich kann auch einfach Glitches benutzen, um einfach das Speedrun oder das geht auch funktionieren. Aber ja, das schaue ich noch. Ich muss mal schauen auf dem Community Hub. Oh! Update notes for April 11. Reduced overall disk download size from 52 GB to 1 65 GB. Added language support for Korean, Chinese, simplified and Chinese. Ah, also es gab doch ein Update. Das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Lol. Das heißt, es ist jetzt kleiner geworden dann? Oder wie? Eigenschaften, das will ich jetzt schon mal. Updates, ne, lokale Dateien. 60 GB auf Laufwerk. Okay, sie haben ein Viertel davon abgeschnitten bekommen. Okay. Nice, weil so normalerweise, was war das? 70, 80, irgendwas in dem Radius, ne? Jetzt haben sie aber nur auf 60 runter. Okay, das heißt, haben sie gemacht inzwischen. Sprachen haben wir ein paar auf jeden Fall jetzt noch dazu bekommen, nämlich Chinesisch traditionell oder so. Okay, das habe ich schon gar nicht mitbekommen, dass das Update rauskommt. So, dann nehme ich alles zurück von, ja. Huh. Diskussionen bei die Bug Reports woke up to before Last Achievement, da war nach hier. Ah, okay, vor 4 Stunden. Wie Profil anzeigen bitte, danke. Ne, ist privat oder wie? Schade. Ich würde gerne schauen, wo, was für Achievements der hat. Aber ja. Oh, du Scheiße. Oh. Ich habe keine Ahnung, was das letzte Achievement sind. Ich werde das wahrscheinlich rausfinden jetzt demnächst und dann werde ich wahrscheinlich im nächsten Freitag Stream dann informieren, wenn wir uns dann auf Fnaf 3 wieder stürzen, womit wir eigentlich ja angefangen haben, diese ganzen Dings hier. Eigentlich Fnaf 2 war so schade, aber eigentlich der Start von Freitag war ging mit Fnaf 3 eigentlich los. Damit haben wir eigentlich alles angefangen, weil wir dann Security Beach um die Ecke hatte, habe ich mich ja umentschieden, abhängig von wie der eine Stream da von Fnaf 3 verläuft, dass wir dann uns auf Security Beach konzentrieren und nicht. Ich habe dann Security Beach jetzt in letzter Zeit jetzt die ganze Zeit gemacht. Und jetzt geht's wieder zurück zu Fnaf 3. Wir werden bis 100 Versuche machen und wenn wir es nicht unter diesen 100 Versuchen jetzt hinbekommen, dann werden wir es fürs erste lassen und das wird dann zu der Kollektion von ich werde das später machen. Also zu Fnaf 2 geschmissen. Und dann steht man so auf Fnaf 4. Ich sag's schon voraus, ich freue mich. Desto tiefer wir jetzt in die Spiele kommen, desto weniger Bock werde ich haben. Außer Fnaf 5, 6. Okay, Fnaf 5 noch eher war ich noch ein bisschen. Also da habe ich noch immer. Passt das noch einmal dazu. Also das fällt noch darin hinein. Aber Fnaf 6 kann ich nicht einschätzen. Habe ich halt wirklich nie gespielt. Kann ich auch einmal zeigen auf Steam mal. Irgendwann. Wahrscheinlich am besten, wenn wir es dann anfangen zu spielen. Habe ich keine einzige Spielstunde, gar nichts. Also auch nicht angefasst. Ich habe es nur in der Bibliothek, mehr nicht.
Fnaf 7, also nicht Fnaf 7, aber beziehungsweise Ultimate Custom Night, wird beim Anfang Spaß machen, wenn wir noch alles hinbekommen. Aber sobald Animatronics dabei kommen, also wenn man relativ viele Animatronics dabei sind, also wenn wir über 6000 so langsam gehen, dann wird's schön. Dann wird's pestig? Nee, dann wird's ätzend so. Und dann FNAF VR wird wie so eine persönliche Hölle werden wahrscheinlich. Ich hoffe, ich habe bis dahin noch ein VR-Headset, aber das macht es schlimmer und besser für euch auch. Kommt FNAF VR ein kleiner Stream und dann sind wir fürs erste fertig. Und wahrscheinlich kommt noch ein Stream, wo wir so Sachen machen wie zum Beispiel Dings, wie heißt es? Security Breach Fairies Rage heißt ja das alles. Da gibt es auch Freddy's in Space 1 und 2. Das können wir noch spielen, alles so. Da spiele ich die auch einfach mal Dings, zum Beispiel FNAF 3 oder 4 irgend. Also irgendein FNAF-Stream, also weil ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund kann ich FNAF 4 nicht spielen oder irgendwas aus so etwas, wenn wir Dings etwas haben, so ein Szenario. Oder einfach mal eine Abwechslung brauchen. Zum Beispiel, was ich mir ganz gut vorstellen kann, ist bei Dings, bei FNAF Ultimate Custom Night, dass wir da wahrscheinlich oft Abwechslung werden haben, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Oh Gott. Aber ja. Jetzt sind wir mit Security Beach fertig. Ich bin sehr happy, wirklich. Fucking happy einfach. Und ja, das heißt, nächste Woche machen wir weiter mit FNAF 3 dann und schauen mal, wie gut wir da durchkommen. Wahrscheinlich nicht so gut. Da wird uns Springtime auf die Nerven gehen, der uns gerade auf die Nerven gegangen ist. Er geschaut, geil. Spring von Futures Burnt Up. Geh mal arbeiten. Geh du doch mal arbeiten. Ich hab Ferien, ich geh gar nichts. Ich bin erledigt, Alter. Ich bin so fertig gerade mit das. Ich bin auf der Arbeit. Ja, schön für dich. Du arbeitest nicht. Ich habe mir schon gedacht, dass du auf der Arbeit bist, sonst. Weil du bist so inaktiv auf deinem Twitch aktuell. Ich habe mir schon fast gedacht, das ist ja, was ist 3 Wochen Arbeit, also Praktikum, ne? Oder wie lange hast du? Vier. Okay, das heißt, es ist noch nächste Woche. Ja, ist nur noch nächste Woche, ne? Und dann bist du fertig. Das war, glaube ich, das ja angefangen vor den Ferien. Ja, jetzt ist das Ende der 3. Woche dann nochmal. Ja, okay, dann. Und dann viel Spaß noch, ey. Heute ist ja wenigstens Wochenende und wenn es fertig ist mit dem Tag. Und für uns ist auch jetzt hier fertig mit dem Stream. Welche Ferien? Ich habe gerade Ferien für 2 Wochen. Also, jetzt ist es die 2. Woche schon, also ja. Du hingegen nicht. Was der Scheiße natürlich ist. Aber ja, dann das war's beim Stream. Wir haben Security Beach abgeschlossen. Müssen es für Streams mal wahrscheinlich nicht mehr anfassen. Also ich habe obwohl doch einmal so irgendwann wird wahrscheinlich ein DLC kommen. Okay, dann muss man es wieder anfassen. Aber bis dahin fasse ich es nicht mehr an in den Streams. Wahrscheinlich nur mal ein paar Mal privat, um Dummheiten machen, so wie die Achievements noch zu bekommen, da die es noch gibt. Aber ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Stream. Tschö. Und mein Drucker ist wieder an. Halt die Schnauze. Okay. Tschö.